und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Bei dem Thema Errettung diskutieren wir darüber, wer kann errettet werden. Michael und Steve tauschen sich aus über ihre Sonntagskleidung und welche ihnen überhaupt noch passt. Bei Revolution spricht Heath und Elisa weiter über die Erwartungen, die sie hatten an ihre Ehe. Die kommenden 4 Wochen wird aus der Sicht und mit den Worten von Cyril Melotte sein. Er ist Gründer von Europe Arise. Das Ganze wird in Englisch sein und es ist sehr, sehr spannend. Ich hoffe, du wirst alles verstehen und du hast Freude daran. Aber jetzt viel Spaß beim Hören von dieser Episode von Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Okay, letzte Woche, Andreas, hatten wir, wie wird man errettet? Jetzt habe ich die Frage, wer kann errettet werden? Das ist mit Sicherheit eine Frage, die auch vielleicht hoffentlich viele beschäftigt. Hoffentlich. Ich werde gleich mal im Prinzip versuchen, die Sicht, die ich für die plausibelste Sicht jetzt eigentlich auch halte, dann einfach auch darzulegen. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, ja, dieses erste Mal so dieses allein aus Gnade, allein durch Jesus Christus. Wir müssen es glaubend annehmen. Und es ist für mich so eigentlich eine tiefste Überzeugung, zu sagen, ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Paulus schreibt in seinem Timotheusbrief, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Beispielsweise. Wenn da alle steht, dann ist für mich da überhaupt keine Ausnahme drin. Oder diese Geschichte, wo es in Apostelgeschichte beispielsweise darum geht, dass Petrus ja in dieses Haus von diesem Hauptmann Cornelius gekommen ist, einem Nichtjuden. Und Paulus dann, als er die Geschichte hört, wie Cornelius überhaupt dazu kam, ihn zu sich zu rufen, dem ist ein Engel erschienen und dann hat er gesagt, du sollst jetzt nach Petrus schicken und dann hat Cornelius diese Geschichte erzählt und Paulus völlig perplex damals war und ich glaube, das war damals auch der notwendige Umkehrpunkt, denn bis dato waren die jüdischen Christen allesamt der Meinung, ja gut, das ist alles nur was für die Juden. Und er dann so völlig überwältigt sagte, jetzt erkennt er, dass Gott völlig unparteiisch ist. Das ist für ihn, und Paulus schreibt es ja dann auch, dass es weder Juden noch Griechen, also alles, das unter Griechen wurde damals so verstanden, alle Nicht-Juden, wurde subsumiert drunter, weder Sklaven noch Freie, weder Männer noch Frauen gibt, sondern alle haben den gleichen Stand vor Gott und alle haben dieses gleiche Privileg, diese gleiche Möglichkeit, letztlich das, was Jesus für uns getan hat, für sich selber anzunehmen und, wie wir es letztes Mal so formuliert haben, ja, 100% sich auf die Seite von Jesus zu schlagen. Und jetzt könnte man ja denken, okay, jeder kann Errettung bekommen, aber was ist, und wenn ich jetzt die Todsünde begangen habe, also habe ich dann trotzdem noch Errettung oder jeder kann die Sünde bekommen, jeder kann Errettung bekommen, wenn er bestimmte Sünden nicht macht? Also das Thema Todsünden beispielsweise, oder das ist ja ein Konzept, was jetzt gerade auch in der katholischen Kirche sehr, sehr bekannt eigentlich ist. Meines Wissens gibt es erstmal diesen Begriff der Todsünde als solches, glaube ich, nur in einem der Johannesbriefe. Müsste ich jetzt auch nochmal genauer nachschauen. Für mich ist ein wesentlicher Gedanke eigentlich auch in der letztlich ist es auch eine Interpretation und jetzt bewegen wir uns so ein bisschen tatsächlich im Spekulativen, muss man ganz klar sagen. Ein wichtiger Ansatz, die Bibel zu verstehen, lautet für mich, und den finde ich absolut überzeugend, legt die Bibel mit der Bibel aus.
Ja. Was sind so die Grundzüge? Was ist so die Grundlinien der Bibel? Und eine ganz klare Grundlinien. Wir haben so ein paar Grundlinien, glaube ich, schon dargestellt. Erstens, dass wir an Gott als den Schöpfergott, als einen persönlichen Gott, dem wir persönlich begegnen können, glauben. Dass Gott das, was die Bibel immer und immer wieder auch ausbreitet, letztlich eigentlich sich immer wieder auch auf die Suche, auch schon im Alten Testament gemacht hat, in Kontakt, in Beziehung zum Menschen zu treten, dass er eigentlich dieses Zusammensein mit dem Menschen wollte, dass das die Ursprungsidee letztlich auch der Schöpfung eigentlich ist, zu sagen, im ersten Buch Mose heißt es, lasst uns Menschen machen. Ja? Wen meinte er mit uns? Jetzt kommen wir in einen ganz anderen Bereich hinein, ja, so diese Dreieinighits-, Trinitätslehre rein, aber dass da eben so dieses Verlangen war, dass Gott sagt, er will seine Liebe, die er hat, teilen. Und das ist für mich so ich sag mal, das sind so Grundzüge-Motive, so grundsätzliche Motive. Und deswegen auch von vornherein klar war, schon bei dem, worüber wir auch schon gesprochen haben, bei dem, was die Bibel als diesen Sündenfall bezeichnet, im dritten Kapitel des ersten Buches Mose, dass da schon klar war, wie Gott den Weg frei machen wird, um letztlich auch wieder Leben haben zu können durch Jesus Christus. Das sind so für mich so grundlegende Motive. Jesus Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Er ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen und ist auch für alle auferstanden, dass sie das Leben haben können. Insofern, wenn ich das jetzt so betrachte, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, was das Thema Todsünde betrifft, muss ich genau genommen passen. Ich glaube aber nicht, dass es eine Sünde gibt, die du begehen kannst, die dich so quasi aus dieser Errettung herauskegeln kann oder die es verhindert, dass du errettet werden kannst. Okay. Es gibt Punkte, wie du das sozusagen dieses Angebot Jesu oder dieses Angebot Gottes so lange ausschlagen kannst, dass du da völlig abstumpfst dagegen. Und ich glaube, dass tatsächlich es Menschen gibt, die so gelebt haben. Also ich weiß jetzt nicht, das ist natürlich auch spekulativ, beim besten Willen nicht vorstellen, dass Adolf Hitler oder Josef Goebbels beispielsweise noch irgendwo letztlich errettet werden oder irgendwann mal errettet worden sind. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber einfach auch deswegen, weil sie sich so dermaßen letztlich ganz aktiv gegen Gott gestellt haben, gegen das, was seinem Willen entspricht, dass sie irgendwann einfach sich völlig abgeschottet haben gegen jegliches Wirken auch Gottes von außen an sie heran. Und das, glaube ich, das könnte auch in die Richtung laufen. An einer anderen Stelle wird ja auch von der Sünde wieder den Heiligen Geist gesprochen. Ja? Wenn ich ständig mich dem entziehe, diesem Versuch, dieser Ansprache Gottes, mich völlig verschließe, dass ich halt irgendwann tatsächlich einfach auch taub und abgestumpft werde. Ja. Vielleicht läuft das auch auf sowas hinaus, was im Johannesbrief mit den Todsünden gemeint ist. Bitte, ich sage es ganz klar, jetzt sind wir im Spekulativen. Okay, genau. Aber was du nicht meinst ist, also Gott hätte Goebbels und Hitler erretten können, aber dadurch, da sie sich geweigert haben. Nur um das nochmal klarzustellen. Ja, also es ist ganz klar von denen ausgegangen. Ja. Oder Luther sagt es ja auch dann so krass formuliert, ja, Gott will gnädig sein und wenn der Mensch errettet wird, so ist es allein Gottes Gnade. Also wirklich ist es ein Gnadenhandeln Gottes. Und wenn der Mensch eben nicht errettet wird, wenn er verloren geht, dann ist es die Verantwortung des Menschen. Das klingt sehr widersprüchlich, den werden wir auch schlussendlich nicht in letzter Konsequenz auflösen können, aber ich glaube, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Du kannst dich dem letztlich eigentlich entziehen. Ja? Ich nehme wieder das Beispiel, was wir jetzt ja schon 2-3 Mal gebraucht haben. Ja? Du kannst dich diesem lebensnotwendigen Eingriff entziehen, indem du sagst, nö, ich will die OP nicht, ich will die Behandlung nicht. Aber wenn du sie annimmst, dann liegst du da völlig, also mehr oder weniger hilflos auf dem OP-Tisch und es klingt jetzt so komisch, ja? Ich meine jetzt kein Marionettendasein, das soll jetzt nicht, ich bitte das Bild nicht zu weit zu interpretieren, ja? Aber letztlich ist es dann ein Eingriff, der an dir geschieht. Ja. Und du hast halt dein Einverständnis gegeben, du hast dich ihm nicht verweigert. Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Mich, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Also, Ja, Steve? du hast ja bei dem Thema Begrüßung und Umarmen, hast du ja gesagt, du hast immer Sakko und so an. Ja, immer nicht, manchmal. Was ist denn so deine Sonntagskleidung? So deine Lieblingssonntagskleidung? Mein Grundsatzproblem ist, dass ich ganz viele schöne Sachen in meinem Schrank habe. Ich glaube, wir haben dasselbe Problem, Ja. aber erzähl mal weiter. Also ich habe da Hemden. Tolle Sachen von Hugo Boss. Da würde ich so toll ausschauen drin. Und jetzt ist irgendwie, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, warum ich die nicht anziehe. Zurück zur Frage. Es ist unterschiedlich. Ich ziehe häufig ein wenig so eine schwarze Hose an, weil ich so das Gefühl habe, das ist dann irgendwie ein bisschen so feiner für einen Gottesdienst als normale Jeans. Mhm. Und dann ziehe ich meistens oder oft ein Hemd an, das so cool leger über die Hose raushängt. Warum steckst du das nicht in die Hose rein? Weil das ist einfach... Darüber möchte ich jetzt auch nichts sagen. Aber das ist ein bisschen so dezent, so anständig halt. Mhm. Jetzt so Sakko oder sowas ziehe ich nicht so oft an. Öfters, wenn ich predige, dann ziehe ich Hemd und Sakko an. Früher habe ich da oft eine Krawatte angehabt, aber da ich da bei uns ja auch in der Gemeinde irgendwie so mehr und mehr ein Exot bin, selbst wenn ich woanders predige, ist es oft gar nicht mehr so Usus. Dann mache ich da meistens nur, aber was halt bei mir einfach super ausschaut, ist so ein hellblaues Hemd. Was heißt ein Udurus? Usus. Ja. Usus ist, glaube ich, so ein Körperteil. Ja, mich ermahnt meine Frau immer, dass ich schöner mich anziehen soll. Und anscheinend muss ich rumlaufen wie der letzte Spacko. Eigentlich finde ich schön, wenn sich Leute für den Gottesdienst hübsch machen. Ja. Muss man nicht übertreiben und so. Und man muss auch nicht ohne Ende dann geschminkt sein. Ich schminke mich zum Beispiel nie für den Gottesdienst. Aber einfach ein bisschen so feiertagsmäßig finde ich eigentlich schon schön. So als Signal, dieses Gottesdienst, ich begegne meinem Gott, das ist was Besonderes heute. Ja. Ja, das würde ich auch machen, hätte ich nicht auch ein paar Hugo Boss Hemden daheim. Was ich auch mal gemacht habe, das war mal lustig, da habe ich bei Freunden gewohnt und da war ich damals mit deren Sohn joggen. Und da hatte ich so eine Hawaii-Hose an, hellblau, gelb und, was hatte ich da? Ich glaube irgendein T-Shirt. Und dann war ich mit dem, ich glaube stundenlang joggen, damals noch. Dann habe ich in den Klamotten geschlafen. Und am nächsten Sonntagmorgen habe ich in den Klamotten Lobpreis geleitet. Und das ist nie einem aufgefallen, außer eben der mit mir joggen war. Okay. Und das waren noch so Sportklamotten? Naja, das war so eine Badehose. So habe ich ja früher getragen. Ja. So Hawaii-Hosen. Ja, die waren aber innen eine Zeit lang. Ja. Also da war ich mal mit unserer Jugend unterwegs. Und dann wollten wir DVD kaufen. Und da hat irgendwer mich blöd angemacht auf der Straße, dass ich hier die depperte Hawaii-Hose anhabe. Und dann habe ich dem damals gesagt, vor den Jugendlichen, also Vorbildfunktion natürlich, habe ich gesagt, pass mal auf, red mal hier nicht so rum, sonst ziehe ich dir die Hawaii-Hose über den Kopf und hau drauf. Und da war ich natürlich der Held damals. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber Gemeindeklamotten, da sieht man ja, Jogginghosen sieht man auch mittlerweile. Ja, finde ich auch schade. Also wir mit den Kindern, die wollen natürlich auch eine kurze Hose oder so anziehen, wenn es warm ist, ja okay. Aber die sollen schon schauen, dass sie ein bisschen was Anständiges anziehen, nichts Zerrissenes oder so. Ja. Ich habe ja immer gerne auch so christliche T-Shirts angehabt im Gottesdienst, weil das ist eigentlich eine gute Sache. Das ist so eine Mischung aus leger, einfach nur ein T-Shirt, aber trotzdem was Christliches. Ich habe zum Beispiel also legendär das schönste christliche T-Shirt, das habe ich mir extra drucken lassen. Da ist ein rotes großes Herz drauf und da steht Michi drin, also mein Vorname, und unten drunter steht God's Heart. Okay. Und das hat mir Gott mal offenbart, oder ich habe es so empfunden, dass Gott mir sagt, eigentlich muss ich muss doch Jesus in meinem Herzen haben, aber dass Jesus auch mich in seinem Herzen hat. Und das ist echt ein voll schönes T-Shirt, das neben den Hugo Boss Hemden zu finden ist. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Letzte Woche haben wir gehört, die Elisa hat dich gepusht, Heath, zu einem besseren Menschen. Hat es irgendwie funktioniert? Nicht so gut. So I knew, immediately, just from when we were dating, that she was definitely, at a higher level than I was, and I wanted to be there. I wanted to strive there, and I wanted our marriage to grow. Like from the get-go, we devoted our marriage to God, and wanted it to, and that's the only way that I knew that it would really, that we both knew that it was gonna survive, and that's the only reason why it's today. But it's so at the time, I wanted to get there, but it was her pushing me also frustrated me, and I felt like I wasn't enough, like I wasn't. Also du hast dich nicht wertgeschätzt gefühlt. Yeah. Weil die Elisa jemand and so besseren, wolltest du jemand besseren? That's not so a big part of the fault also fell on myself, because I would get lazy or frustrated and just quit. And then I would be gone for work for a long time, and that environment was definitely anything but Christian, and so you get saturated with that, and you come back, and then we got Bible study again, and this, and I have to find and then so I had to learn that to compartmentalize, to say, when I'm at work, and then things I couldn't let work so much affect me as I was letting it, and just because I wanted to be a part, or and so so I had to separate that life. Also du wolltest da reinpassen in deine Arbeit, aber hast gemerkt, das spricht gegen deine Ehe, gegen diesen Lifestyle von euch beiden. And er hat seine Arbeitsbox gehabt. Ja, die Arbeitsbox. Wir haben es schon bei Susi und Thomas gesprochen. Er hat gelernt, eine Arbeitsbox zu haben. Die Boxen. In the box of nothing. Aber ich habe noch eine Frage, weil du hast gesagt, die Lisa hat dich gepusht und so, und hattest es dich dann manchmal, dann hast du das komplett Gegenteil gemacht, oder dann wurdest du stur, oder was? Do the opposite of what Did you become stubborn? Like, if you want me to be like that, then I show you I will not do it. Like, or you were more like just passive? No, I didn't like rebel in that way. Okay. No, I really I tried to be the Christian man that and because I felt like we both, like, again, going back to what you were talking about earlier, when we saw each other, it was at church, or it was at a convention that we went to, or people were praying, and so it was kind of like it's not false. It was just the Christian perfect, and that's what you saw, that person. That's what we saw of each other. And like, okay, that's what I've always wanted, that kind of person. Yeah. But we easily forgot that there's more to this person than just this moment, than these moments. Yeah. And so when we got married, we had misconceptions of each other already from the get-go, to go along with the baggage that we both had in our previous lives before becoming married together, and from childhood. So. Okay, das heißt, ihr habt, man hat eigentlich immer irgendwie Gepäck, sagt man auf Deutsch, aber Müllbeutel könnte man es auch nennen, so von vorherigen Beziehungen, mit denen mit denen der Partner quasi arbeiten muss. Mit was musstest du arbeiten, Elida, in meinem Leben? Mich interessiert es. Ich finde es interessant, perfekt. Auch mit es sind zwei Unterschiede, es ist ein Mann und eine Frau, sind sehr unterschiedlich. Das ist gut erkannt. Und dann bei uns 4 ist es die Länder, Kultur, aber dann also auch die Sprache, und dann ist auch die Familie. Also bei uns, finde ich, in meiner Familie waren die Männer passiv, die Frau hat die Hose an. Ne? Und dann habe ich dich kennengelernt in Schweden, da warst du so süß. Nein, aber du hast eine krasse du bist ein Scheidungskind, deine Eltern haben sich scheiden lassen, wo du 9 warst, du musstest selbstständig sein, ich war behütet aufgewachsen, ich habe immer alles bekommen, und dann haben wir geheiratet, und es war einfach so viele Bereiche, die einfach gecrashed haben. Ja. Und
das geht mit Sicherheit ganz, ganz vielen Paaren so. Und ich glaube auch vor allem sehr vielen christlichen Paaren. Also gerade in den christlichen Kreisen denkt man ja, dass alles so perfekt ist. Und dann kommt man zusammen und wohnt zusammen und merkt, dass der Scheiße. Ja, hoppla. Wirklich, ich habe mich immer belogen gefühlt, als es hieß, ihr seid in den Hafen der Ehe eingefahren. Ich habe mich wirklich immer gefühlt, wie wenn ich bin jetzt auf offenem Meer. Okay. Die Wellen sind riesig um mich rum und ich kann damit nicht umgehen. Weil es ist halt doch anders, als ich dann, wie gesagt, ich habe dann gedacht, naja, du hast dann wirklich ein schönes, ruhiges, christliches, perfektes Leben und gehst in den Dienst Gottes, weil die Leute beten für dich, wenn du heiratest und du wirst gesegnet und gesendet. Und dann habe ich immer gedacht, also ich fühle mich da wirklich, ich habe mich wirklich belogen gefühlt. Das Ganze hat mich richtig, Das finde ich aber auch interessant, weil also in Gemeinden ist ja dieses Thema ganz, ganz, ganz wenig. Also soweit ich in der Gemeinde bin, und ich bin, glaube ich, fast 16 Jahre in der Gemeinde, habe ich ganz selten über Ehepredigten gehört. Ganz, ganz, ganz selten über Eheprobleme und Lösungen. Und ich fand es sehr sympathisch am Sonntag bei dir, wo du gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob wir heute kommen, weil die letzte Woche war Kacke. Und das finde ich so sympathisch an euch beiden. Also es ist nicht irgendwie so, ihr seid so die Fake-Christen, die dann glücklich sind, sondern ich glaube, vor allem dir, Elisa, im Heath sieht man das vielleicht nicht ganz so an, aber du bist ja da schon sehr offen. Aber warum, also gut, das ist zum einen dein Charakter, aber warum machst du da kein Hehl draus? Weil, also so als Christ kann man ja sagen, ja, fake it till you make it. Nee, weil ich glaube, ich finde das, für mich ist das persönlich schrecklich, weil ich habe immer gedacht, in der Gemeinde sind es alle so perfekt, die Ehepaare. Und man sieht keine Probleme. Und das ist das, was mich immer gestört hat und was mich heute auch noch stört, weil ich denke, es haben so viele Probleme und sie sind nicht offen. Die gehen nicht offen damit um. Ja. Und ich finde aber auch wieder diese andere Seite, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, was unsere Kinder angeht, die wissen, dass wir streiten, das kriegen sie mit. Also ihr streitet vor den Kindern? Weil manche sagen, ihr streitet nicht unbedingt. Nicht vor den Kindern. Nein. Manchmal, weil ich halt so impulsiv bin, streitet man dann schon mal vor den Kindern oder ich bin halt jemand, der dann immer schneller laut wird, weil ich dann halt meine, ich muss gehört werden. Wir wollen natürlich nicht, es gibt Themen, die auf keinen Fall vor den Kindern ausgetragen werden und das macht man dann natürlich auf einem humanen Level, was wir auch erst lernen mussten, ganz ehrlich. Ja. Das haben wir früher auch nicht gekonnt oder ich habe es nicht gekonnt. Und auf der anderen Seite möchte ich aber, dass die Kinder auch die Zuneigung und die Liebe, die wir füreinander haben, sehen. Und deswegen ist mir zum Beispiel auch wichtig, in der Öffentlichkeit Hand halten, Kuss geben. Das machen ja auch viele nicht. Das sieht man bei ganz wenigen Ehepaaren und das stört mich auch in der Gemeinde. Ja. Da sieht man es immer nur bei den Jungverheirateten, die frisch Verheirateten. Oh, die sind ja noch so verliebt und alles. Das stört mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich denke, ich war damals auch verliebt, aber ich glaube jetzt eine ganz andere Liebe, als ich damals hatte. Und warum darf ich das nicht zeigen? Warum ist das so ein Tabu irgendwie? Und das stört mich. Das finde ich auch, wir haben neulich darüber gesprochen, dass wir eine Predigt halten wollen würden über Ehe und Sex, oder? Nicht nur in der Jugend. Also nicht in der Jugend, sondern im Gemeindegottesdienst. Und dann dachte ich mir auch so, da hocken mit Sicherheit, keine Ahnung, 50% der Ehepaare drin, die dann denken, ja, seid erst mal 20 Jahre verheiratet. Ja, und das stört mich. Weiter. Das ist das, was mich stört. Warum muss es nach 20 Jahren, warum muss das Feuer dann weg sein? Warum darf man nach 20 Jahren nicht mehr zeigen, auch in der Öffentlichkeit, dass man seinen Mann liebt? Warum ist da irgendwie dieses, und das empfinde ich schon in der Gemeinde auch. Okay, ja. Also muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn ich rumschaue, wie viele sitzen wirklich noch da und halten Hand oder geben ihrem Mann auch einen Kuss oder so oder zeigen diese, sind meistens die frisch Verheirateten. That's one thing I could say that is like my stepdad and my mother, they always held hands. They always showed love to one another in the presence of the kids and it doesn't matter whoever. And so that was a positive influence that from my childhood. So to now it just feels natural, and I never crossed my mind. Oh,
should I not be only when I was in uniform, because technically you're not allowed to, but I still broke that rule anyway. But yeah, so I mean, yeah, and it never crossed my mind, and it's interesting that Lisa points it out. It's like, how often do you really see That's true. a couple holding hands, and then I'll give you even witnessed or had someone like make jealous remarks because we're always holding hands and hugging. Is like, Habe really? auch schon erlebt. I was like, that's just like Rejoice. Auch in der sad. Gemeinde. Like, I don't care what you think. I'm still gonna hold hands with my wife because I have a certificate, so they can. Also ihr macht es nicht bewusst, sondern eigentlich unbewusst, weil es für euch normal ist? Oder natürlich. sagt ihr, ja, nee, ich nehme jetzt gerade ausstreckt die Hand? Nein, warum? Nein, ich mach's bewusst und unbewusst. Weil wir sind zum Beispiel auch ein Fan von dem Buch Die 5 Liebessprachen. Also es gibt nicht viele Ehebücher, die wir gelesen haben, wo wir sagen, die machen viel Sinn. Aber das hat für uns echt viel Sinn gemacht und hat uns echt geholfen. Und Yves ist zum Beispiel jemand, dem Berührung wichtig ist. Ja. Und das drückt für mich halt auch Nähe aus. Yeah, that was one book that really opened our eyes, that understanding each other and loving and how to fill each other's, make the other person feel loved. Because at that point, like I was, we were just guessing, and then that book, The 5 Love Languages, really put it in tremendous perspective as to what, and we went through it and we still talk about today, and it's like, oh yeah, I gotta do this. I had to remind myself still, doesn't come natural, because it's natural for me to know how I want to feel loved, and so that's how I project that onto her, but that's not how she receives love. So, Ja. yeah. Okay, also ich fasse das nochmal schnell zusammen. Es gibt ein Buch, das nennt sich Die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Ja. Und Sehr gut, ich mag's auch. da gibt es 5 Liebessprachen. Das ist zum einen, glaube ich, Geschenke, dann Worte, so Bewunderungsworte. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Was gibt es noch, Elida? Weißt du noch? Sex natürlich. Sex natürlich. Und jeder Mann wird wahrscheinlich eine Sprache davon. Well, there's physical words of affirmation. Hilfe, glaube ich. Hilfe? Help. Genau, und physisch, ja. Also dass du auch... Also das können wir jedem empfehlen. Wir haben es auch, glaube ich, gelesen. Ja. Did you get quality time? Und genau, und mittlerweile gibt es, glaube ich, auch die 5 Sprachen von Singles, dann die 5 Sprachen von Familien. Also der hat da... Kinder auch. Teenager Kids, Teenagers. Also das können wir sehr empfehlen. Besorgt euch doch bis nächste Woche. Die Macht der Worte. Wenn du mehr wissen willst über den Ehe-Workshop Love After Marriage, schau in den Shownotes, da ist ein Link zur Anmeldung. Und vergiss nicht, du sparst dir mit dem Rabattcode DMDW 40 €. Aus der Sicht, aus der Sicht, Aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von Cyril Melotte heute zu Gast bei uns. Er kommt aus Belgien und ist Jesus-Nachfolger und hat viele Projekte auch gestartet. Und Cyril, wir machen das Ganze auf Englisch, Deutsch. Bitte Englisch, Ja. wenn das geht. Also ich frage dich auf Deutsch und du antwortest auf Englisch. Okay. Für den Zuhörer, ich hoffe, ihr versteht Englisch. Wenn nicht, lasst es euch doch von einem englischsprachigen übersetzen. Cyril, zu deiner Person. Wo warst du denn, bevor du Jesus kennengelernt hast? Okay, so before I met Jesus in 2013, I was a person who was very much in the world. I used to have a construction company. I worked for 15 years in that business in Stahlbau, how they say in Germany. Stahlbau. I actually worked a lot in Germany. Okay. I had a lot of problems in my life. Even though I had a company, I had issues with drinking, with alcohol addiction, with drug addiction. Women, pornography, all those things were part of my life on, let's say, a daily basis. Okay. So my life was quite heavy. It was definitely not an example, not for children, not for other people. And it dragged me down to the point where in 2008,
due to the way I lived, due to my lifestyle, my company went into trouble, and it ended up in a bankruptcy. Mm-hmm. Now, after that bankruptcy, I had a big depression and started searching for a way out, and that was the first time, 2009, the first time I considered suicide. Now, I didn't go through with it. I found myself into the world of personal development, life coaching and all that. And I worked my way up again, but in 2012, that whole story got another turn again. I moved to the United States to start a new life after the whole bankruptcy and everything. And I ended up being deported. And that was another setback for my life, which in 2013, in January 2013, I made up my mind that it was time to leave this world. So that was my second time that I was ready to commit suicide. I was making an inventory of my life and my lifestyle. I already passed the marriage. I had a lot of mess in my life. The friends that I had, I literally chased them away. There was nothing left. My own family excluded me from the family. I was no longer welcome in the house, no longer welcome in the family. And I was alone in a flat, and I made up my mind that night would be my last night here on earth. So the inventory was basically, I had capacities, I had necessary training, but I couldn't stay away from the addictions, I couldn't stay away from the drinking, and I found out that I really hurt a lot of people, and for me it was no longer worthy to live that way. That last day, I found myself for the second or the third time that I would go out at midnight, and because of the situation that I was in, I was basically homeless. The flat where I was staying was the flat of a friend, and because of the stress and the depression, I started smoking again. I started drinking again. Mm-hmm. Now, I didn't have money to smoke and drink. The drinking was not a problem because the friend's flat had some bottles of wine, but the smoking was a problem because there were no cigarettes. And so I found myself literally picking up the pieces of cigarettes from the streets. Okay. And I would take them upstairs and just smoke them one by one. And one night it occurred to me, I said, if this is really the life that I've made, and if this is what it means to stay alive, mm-hmm. I don't want to live anymore. And that was my life before Jesus. Okay, wow. Ja. Also, das ist ja ein sehr aufregendes Leben. Jetzt, bevor du Jesus kennengelernt hast, hast du immer wieder probiert, von deinen Süchten loszukommen? Oder hast du gesagt, nee, I have tried in several occasions to, my parents even invested a lot of resources and energy and time in finding solutions for me. So I went through psychiatry, I went to psychologists, we did medication, we tried several things, but there was always something that would stress me out, and I would go back to the normal, to the things that gave me a sense of peace, mm-hmm. a sense of quietness. So usually the drugs or the drinking or the women, mm-hmm. It was always finding my peace in the stressful world. That was finding satisfaction, mm-hmm. because of all the hardship I went through. I believed I was entitled to have that moment of rest for my mind, rest for my brain, for my thinking. And that was by running into the drinking, partying, drugs and all that. So, yeah. Also war auch ein bisschen Flucht vor Realität. Oh, absolutely. Yeah. Absolutely. Because the reality of it was that even though I worked hard, and I did, I honestly was a hard working in that time, in the construction time. But
I was not doing that with passion. Mm-hmm. I was doing that to fulfill my needs. Mm-hmm. My identity was in the hard work. My identity was in being able to party the way I did. The more I could party, the more I felt accomplished. Mm-hmm. And so I would work more, to party more, to use more money, to abuse more money, mm-hmm. to waste more money, in whether it was in buying clothes, whether it was in doing more drugs, whether it was in finding more girlfriends, whatever it was. Mm-hmm. So it was definitely a running away from reality. Yeah. Even though I had a good family, I had a good youth. Yeah. So I cannot connect it with, my youth and my life was so bad, so I decided to go in to do all these things. My family was amazing. My dad was an accomplished businessman. My mom was a stay-at-home mom for the children. So we didn't have to complain about anything. Mm-hmm. So what I would say is that this having a good life where you have, for example, we were the first one in our village to have a swimming pool in the house. Mm-hmm. Just to give you an image of what my life was like, we didn't have anything to complain about. Mm-hmm. Yet there was that running away from life, mm-hmm. because it was, for one reason or the other, not satisfying. Okay, war deine Familie christlich geprägt oder No. So I grew up as a boy in the Catholic Church, mm-hmm. But that was really very traditional, and just because everybody did. So we were not really practicing. We would just go to church on Sunday, and by the time that I did my confirmation at the age of 12, that was it. That was finished. Mm-hmm. So then they literally asked me, "Do you still want to go?" No. Okay, then we don't have to go anymore either. Okay. That was it. That was the end of it. Mhm. Wie hast du denn aus deinem ganzen Tohu Wabohu, dem ganzen Chaos, wie hast du da den Jesus gefunden? I would say I didn't find Jesus. Jesus found me. Mhm. Because the encounter that I had in the time that I had it, like I said, I was about to commit suicide, mm-hmm. and it was that night that Jesus stepped with me in that room. So I was not being fed by pastors. I was not part of the church. Friends I didn't have anymore, as I mentioned earlier. My family didn't want to see me anymore, and I had made up my mind that I would step out of life the very morning following that night. Mm-hmm. And I looked up, I remember very well, I was in that room and I looked up and said, God, if this is life, mm-hmm. and if you are real, this is not the life that I signed for. Mm-hmm. I don't want it. Mm-hmm. I'm tired of it. I've tried this, I've tried that, I've fallen, I got up again. I lost one business, I started over again, I lost a family, I wanted to start over again. Everything seems to go wrong when I put my hands to something. Mm-hmm. And I said, if you still have a plan for my life, you better start working it out now. Okay. Because when I get to the morning of this day, I will jump from this 5th floor. Mm-hmm. My mind is made up. And that night, on the way to the bedroom, actually, I got a message from an old friend that I didn't hear anymore for about a year almost. Mm-hmm. A lady from Mauritius. She has been significant in the initiation towards my salvation, I would say. And she sent me a message out of the blue. Mm-hmm. And that message was, Cyril, I don't know what's going on with you. It's been long since we spoke. But I've dedicated this song to you. And God tells me that I should tell you, you need to listen to it 3 times at least before you sleep tonight. Okay. So that was very interesting. Mm-hmm. And as I was walking towards the bedroom, I said, okay, cannot hurt me now. My mind is made up. I was completely without feeling. Mm-hmm. I was finished. Mm-hmm.
I was already dead. It was just my body that was still walking. So I pressed the link she included a YouTube link, and I pressed the link and the song opens. And that song was a Hillsong song called I Surrender. Now, I don't know if you know that one, but it starts with, here I am, down on my knees again, surrendering all. That moment, I just fell down on my knees and I cried for several hours. In that moment of hearing that song, I felt Jesus in the room with me, behind me, putting a new robe around me, a white robe, picking me up and saying, from now on, you are mine. And that was the change for my life. So there was no person, there was no pastor, there was no thoughts in my mind, which makes it so very real for me that it couldn't have been anyone else. And that was my story. That was my day of turnaround. Since that very moment, I haven't turned back. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. I ended up starting late and ended up reading the New Testament in 4 days.